Also wir beginnen mit den Tops. Riesigen Kerl hier besorgt. Ernsthaft, das Kind schläft. Mit dem ich mich während meiner Schwangerschaft sehr beschäftigt habe, ist natürlich das Thema Erstausstattung fürs Baby. Ich denke, da geht es allen werdenden Eltern so, dass man sich da informiert, was braucht man, was muss man unbedingt haben und was lohnt sich vielleicht nicht so. Und ich habe da sehr viele Videos und Blogposts zugelesen, mit Sachen, die wirklich hilfreich waren und Sachen, die man sich vielleicht sparen kann. Und es hat sich auch jemand gewünscht, dass ich mal ein Video zu unseren Tops und Flops unserer Erstausstattung mache. Und deswegen mache ich das nämlich heute. Und ich dachte, ich fange erstmal so mit den größeren, mit den Möbelstücken an, also mit den großen Sachen. Und dann werden wir immer kleiner bis zu den Kleinigkeiten sozusagen, die aber trotzdem sehr, sehr hilfreich waren. Also wir beginnen mit den Tops. Als allererstes muss ich sagen, ist das unser Beistellbett. Wir haben ein Baby Bay, das haben wir nicht gekauft, das haben wir geliehen bekommen. Wir haben nur eine neue Matratze dazu gekauft. Das Praktische bei diesem Baby Bay ist natürlich, dass man sich das an sein eigenes Bett dran machen kann und man so nachts nicht groß aufstehen muss. Das Kind liegt sozusagen bei einem mit im Bett, ohne dass es wirklich mit im Bett liegt. So sieht das bei uns im Moment aus. Also das ist das geliehene Babybett. Wir haben anfangs erst geguckt, ob wir uns eins selber, also gebraucht, kaufen. Aber dann kam halt das Angebot, dass wir uns das ausleihen können. Und da haben wir dann natürlich auch drauf zurückgegriffen. Das ist nicht ganz nahtlos hier bei uns, aber schon ziemlich nahtlos. Also es ist kaum eine Lücke da. Und man kann die Dinger ja Höhen verstellen. Also die sind höhenverstellbar und dann kann man sich das genau an die Betthöhe anpassen. Unser Bett ist recht hoch, deswegen ist hier dann gar nicht mehr so viel Platz sozusagen. Das heißt, ich würde Emin da halt auch nicht zu lange drin liegen lassen, bis er fängt halt schon an sehr mobil zu werden und legt halt manchmal schon seine Beine hier drauf und stemmt sich dann so ein bisschen so den Hintern hoch und so. Das heißt, lange wird er nicht mehr hier drin schlafen, dann habe ich dann doch Sorge, dass er sich dann irgendwie darüber wirbeln, also hieven kann oder was auch immer. Das sieht jetzt gerade nicht schön aus. Aber ich habe ihm ein T-Shirt, das ich getragen habe, auf die Matratze gezogen. Denn das habe ich gemacht, als er nicht gerne oder nicht gut geschlafen hat und abends immer nur in unserem Bett eingeschlafen ist. Also er ist immer nur dann ruhig geworden und wirklich eingeschlafen, wenn ich ihn dann in unser Bett gelegt habe. Ich habe dann gedacht, vielleicht hat das mit dem Geruch zu tun, der ihm so einfach vertraut ist, und habe ihm deswegen ein von mir getragenes T-Shirt draufgezogen und es hat auch funktioniert. Ob das jetzt wirklich an dem T-Shirt gelegen hat, weiß ich nicht. Aber daraufhin hat es zumindest funktioniert und deswegen habe ich das einfach mal da drauf gelassen. Und sonst habe ich normalerweise immer halt ein Spannbettlaken drauf, auf der Matratze ist klar, und ein Molton oder ein Mulltuch halt da oben so als Spuckschutz, obwohl er wirklich kein Spuckbaby ist und eigentlich das nicht wirklich braucht. Aber falls da doch mal irgendwie ein bisschen spuckt, dann muss man nicht direkt das komplette Laken austauschen, sondern nur das Tuch. Also ich bin wirklich sehr, sehr dankbar für das Baby Bay, und ich habe mir vorher Gedanken oder beziehungsweise Sorgen gemacht, da ich so oft gelesen habe, dass Babys nicht drin schlafen. Ich habe viele Blogposts gelesen, in denen die Mamis geschrieben haben, ja, das Beistellbett war sehr praktisch als Ablage, aber das Kind hat nicht drin geschlafen, und das ist bei uns nicht der Fall. Also Emin hat bis auf eine Zeit lang, wo er dann sehr unruhig war und wie ich eben erzählt habe, nur bei uns im Bett einschlafen wollte, eigentlich immer prima da drin geschlafen. Und es ist halt wirklich Gold wert dafür, dass man selber, also ich selber, wenn ich nachts stille, gar nicht richtig wach werde, weil ich muss nicht aufstehen. Ich kann ihn einfach zu mir rüberziehen in mein Bett und im Liegen stillen. Und wenn er fertig ist, manchmal schlafen wir so zusammen dann wieder ein, oder ich schiebe ihn dann sozusagen wieder rüber ins Baby Bay. Und so werde ich nicht richtig wach und er wird auch nicht richtig wach. Da zu diesem Thema nachts richtig wach werden, bezüglich Stillen, kommt gleich auch noch etwas. Das werdet ihr dann sehen. Also für uns hätte sich auch die Anschaffung eines Baby Bays wirklich sehr gelohnt, da wir das einfach voll ausgenutzt haben. Also das war schon sehr, sehr praktisch bei uns, weil Emin es halt auch gemocht hat oder mag. So, definitiv nächster Top bei uns. Ich habe erst überlegt, ob ich es mit reinnehme oder nicht, und habe mich dann mal dafür entschieden.
Da mir auch einige während der Schwangerschaft gesagt haben, besorgt euch unbedingt eine Wickelkommode. Und eigentlich war das für mich so, ja natürlich besorgen wir uns eine Wickelkommode. Das ist so, gehört für mich so mit zu den Muss-Dingern, die wir unbedingt haben wollen. Aber ich habe halt auch von gehört, dass manche halt keine besorgt haben und das eben sozusagen dann irgendwie im Bett gemacht haben und so. Aber ich muss sagen, ey, das geht tierisch auf den Rücken. Deswegen... Wickelkommode ist klar, aber ich wollte unsere auch noch mit da reinnehmen, weil wir ja keine richtige Wickelkommode besorgt haben, sondern wir haben eine Ikea-Kommode genommen und einen passenden Wickelaufsatz dafür besorgt. Also wenn man nicht gebraucht kaufen möchte, aber trotzdem möglichst wenig Geld ausgeben möchte, finde ich, ist das einfach eine super Alternative, weil diese Hemmniskommode, ich kann euch das nochmal zeigen, ihr habt es schon in anderen Videos gesehen, aber hier jetzt nochmal so sieht das momentan aus. Ich habe verschiedene Bezüge hierfür. Ich glaube, in den letzten Videos war immer ein anderer drauf. Also das ist die Hemmniskommode von Ikea. Wir haben die mit 4 Schubladen gewählt. Die ist relativ hoch, aber für uns passt das. Und dann haben wir hier das Ding hier gekauft, diesen Aufsatz bei Puck Daddy heißt die Firma. Also alles, was ich anspreche, werde ich euch auf jeden Fall in der Infobox verlinken. Da findet ihr die Links direkt, falls ihr euch das genauer anschauen möchtet. Von diesen Wickelaufsätzen, da gibt es auch verschiedene Modelle, entweder nicht abgerundet oder abgerundet. Ich fand das jetzt hier mit den runden Kanten am schönsten. Und genau, so sieht das dann aus. Und wir haben so insgesamt für diese Kommode, wenn ich jetzt nicht lüge, ich glaube, es waren knapp vielleicht 100 € zusammen. Ich habe nicht ganz im Kopf, was die Kommode gekostet hat, aber das seht ihr dann. Oh, hallo? Möchtest du nochmal scharf stellen, bitte? Jetzt wieder. Aber das seht ihr dann auf jeden Fall bei den Links, die ich euch in die Wickelkommode setze, wollte ich schon sagen, die ich euch in die Infobox setze. Und bleiben wir doch mal direkt beim Thema Wickeln. Wir hatten zwar ein Sommerbaby, daher haben wir das, was ich euch jetzt als nächstes zeige, zuerst nicht gekauft, weil ich gedacht habe, das brauchen wir nicht. Und zwar ist es eine Wärmelampe. Wir haben diesen riesigen Kerl hier besorgt. Das ist ein älteres Modell. Es gibt das auch also ein neueres Modell. Da ist der Kopf hier nicht ganz so, also der ist schon ziemlich groß. Da ist der Kopf einfach ein bisschen schmaler. Aber wir haben uns schließlich doch dazu entschieden, den zu kaufen. Und wie gesagt, wir dachten im Sommer für ein Sommerbaby als Neugeborenes brauchen wir es nicht, weil ihr wisst, was wir für einen Sommer hatten. Es war tierisch warm, deswegen haben wir uns diese Anschaffung erstmal gespart. Aber ich hatte dann den Eindruck, dass es ihm doch manchmal ein bisschen kühl war und insbesondere nach dem Bad natürlich. Wenn er nass dann hier auf der Wickelkommode, also nass in Handtuch gewickelt, ist klar, aber noch mit feucht oder mit nassen Haaren noch auf der Wickelkommode lag und ich ihn dann angezogen habe, dann hatte ich immer den Eindruck, okay, es ist ihm schon kühl und da wäre so eine Wärmelampe schon sehr praktisch. Deswegen haben wir die dann noch im Nachhinein besorgt. Und auch das ist eine Anschaffung, die sich wirklich definitiv lohnt, egal ob jetzt Sommer- oder Winterbaby, wie ich finde. Deswegen, das ist definitiv auch ein Top. Emin ist so, vor allem war Emin oder ist er manchmal auch immer noch total fasziniert von dem Leuchtstreifen. Also das hat halt einen, wie heißt es denn? Heizstab, genau so heißt es. Von dem Heizstab ist er total fasziniert. Das Modell, das wir haben, hat einen Heizstab. Das heißt, es ist ein rotes Licht, ein roter Streifen, der halt in dieser Lampe drin ist. Und dieser rote Streifen hat ihn von Anfang an fasziniert. Da hat er immer mit großen Augen drauf gestarrt beim Wickeln und einfach komplett stillgehalten. Das macht jetzt nicht mehr das Stillhalten. Eine weitere Anschaffung, die wir erst seit kurzem haben, ist dieser Wickelrucksack, um jetzt nochmal beim Thema Wickeln zu bleiben. Den haben wir zur Geburt von Emin geschenkt bekommen. Wir haben zuerst die ganz normale Wickeltasche besorgt, die zum Kinderwagen passt, also dazugehört. Die kann man an den Kinderwagen dann so festmachen und man muss sie dann nicht tragen. Das ist natürlich super praktisch. Aber jetzt war ich halt viel mit ihm mit der Trage unterwegs und dann ist so eine Tasche halt super unpraktisch, weil das einmal mit dem Gewichtsausgleich blöd ist und man hat halt dann diese Tasche auf einer Seite. Man kann sich das ja nicht, den Gurt einmal so über die Brust machen, weil da hängt ja das Kind. Ich kann ja nicht die Tasche über das Kind hängen und deswegen wusste ich dann nie genau, was ich machen soll. Und ich habe dann aber praktischerweise diesen Wickelrucksack geschenkt bekommen und finde ihn total toll. Erstens passt er zufällig genau zu unserem Kinderwagen, also vom Design her. Muss natürlich nicht sein, aber fand ich ganz praktisch. Und wenn ich Emin in der Trage habe, setze ich mir den Rucksack auf
und alles passt. Ich habe alles dabei, ich kann noch Einkäufe da drin verstauen und es ist einfach sehr, sehr praktisch. Deswegen, falls ihr eine Wickeltasche euch besorgt, kann ich so einen Rucksack auch sehr empfehlen. Hier hat sich gerade jemand wieder komplett in die Ecke gekugelt. Was wird das, mein Schatz, wenn es fertig ist? Jetzt wird ihr das Muster von ganz nahem angucken. Ja. Oh ja, das Muster ist übrigens total toll. Auch eine kleine Empfehlung mal so am Rande. Hatte ich jetzt nicht geplant, ins Video mit reinzunehmen. Aber das Muster hier von dem Nestchen, wenn ich ihn da reinlege, er ist jedes Mal... Ja, das sind die neuesten Geräusche, die er macht. Das fasziniert ihn immer total. Also ganz viele Farben und bunt und ganz viel drauf zu sehen. Das findet er total toll. Und nochmal, wie süß ist bitte dieser Anzug. Ich liebe diesen Anzug hier aus Baumwolle. So, der ist so ganz fein gestrickt. Ich habe den bei DM gekauft und oh mein Gott, ich finde den so niedlich. Ich finde den so hübsch. Ich liebe es, wenn er den anhat. Was sich bei uns auch sehr bewährt hat und was ich deswegen auch noch mit in das Video nehmen möchte, ist ein Autositz mit Liegefunktion. Da wird sich wieder kräftig rumgerollt. Ich muss hier gerade mal... Hände auf den Bauch, mein Schatz. So, guck mal. Ein Kindersitz oder Autositz gehört natürlich auch mit zu den Sachen, die man auf jeden Fall besorgen sollte. Zumindest wenn man ein Auto hat oder vorhat, ja, das Kind... irgendwann mal in einem Auto zu transportieren, sei es jetzt für den Weg nach Hause, aus dem Krankenhaus oder was auch immer. Wir haben erst lange überlegt, kaufen wir einen normalen Autositz oder kaufen wir einen, den man sozusagen ja so ein bisschen flach machen kann in Liegeposition. Da gibt es verschiedene Modelle. Es gibt ein Modell, da kann man das liegend machen, das Baby liegend transportieren, sogar bei der Fahrt im Auto. Und bei den anderen Modellen, die es gibt, darf man das nicht, sondern nur, wenn man es zum Beispiel auf das Gestell vom Kinderwagen packt. Dann kann man das liegend machen, aber nicht während der Fahrt darf man das damit nicht. Und diese Dinger haben halt so ihren Preis. Und deswegen haben wir längere Zeit überlegt, Testberichte gelesen und uns informiert und waren in mehreren Geschäften, haben mit Leuten gesprochen, was sie empfehlen würden, jada, jada, jada. Letztendlich waren wir dann im Laden und wollten den Sitz kaufen und haben eigentlich gesagt, nee, wir kaufen den jetzt ohne Liegefunktion. Und dann standen wir aber plötzlich doch wieder davor und haben gesagt, okay, wenn wir unterwegs sind beim Einkaufen, weil Hintergrund ist ja, dass die Babys nicht zu lange am Stück in den Babyschalen sitzen dürfen. Das ist schlecht für den Rücken. Ich glaube, man sagt so, ja, maximal 2 Stunden. Das Maximum, aber halt auch das am Anfang möglichst vermeiden. Und manchmal ist es halt so, wir sind beim Einkaufen, dann fällt uns dies noch ein und das noch ein und fahren wir nochmal schnell da vorbei und auf einmal ist man irgendwie mehrere Stunden unterwegs, wo man eigentlich gar nicht geplant hatte, so lange unterwegs zu sein. Und da haben wir dann gedacht, okay, wir möchten ihm oder wir möchten Emin natürlich nicht antun, dass ja, das irgendwie auf seinen Rücken geht, wenn das mal so sein sollte, wenn dieser Fall mal kommen sollte. Weil also für uns war klar, dass wir auf jeden Fall Adapter kaufen, um den Autositz auch aufs Kinderwagengestell zu machen. Weil das einfach eben, wenn man mal kurz einkaufen geht, dann muss man nicht den kompletten Kinderwagen mitschleppen oder so, dann kann man das einfach kurz da drauf klipsen. Und letztendlich haben wir uns dann doch für den Sitz mit Liegefunktion entschieden, nicht für den man auch während der Fahrt nutzen kann, weil uns das dann doch zu teuer war, sondern wir haben uns für ein Modell von Cybex entschieden, und zwar ist das der Cloud Q, heißt der, meine ich. Und den kann man liegend machen, allerdings nicht während der Fahrt, sondern nur, wenn man den auf das Gestell vom Kinderwagen packt. Und da hat sich das für uns auch wirklich schon bewährt. Also die Anschaffung hat sich definitiv gelohnt. Wir hatten mehrmals den Fall, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt nicht die große Kinderwagenschale mitschleppen, sondern für den Zeitraum reicht es, wenn wir dann den Autositz nehmen und auf das Gestell packen, liegend machen und gut ist. Zum Beispiel in einem Einkaufszentrum oder so. Wir fahren dann mit dem Auto hin, wir haben ein sehr kleines Auto, wir haben einen Kleinwagen. Und da die Kinderwagenschale mit reinzupacken, mit dem Kinderwagengestell, das passt nicht immer, je nachdem, was man kaufen möchte oder wenn man irgendwelche größeren Anschaffungen machen möchte oder einfach auch normal einkaufen gehen möchte, ist das knapp, weil der Rücksitz bei uns auch schon mit dem Kindersitz ordentlich voll ist. Deswegen ist da dieser Autositz für uns definitiv top. Und falls ihr auch ein kleines Auto habt, so wie wir, bin ich überhaupt scharf, kann ich das definitiv sehr empfehlen. Von den nächsten 2 Empfehlungen kann ich euch eins nur im ein bisschen nackten Zustand zeigen, leider. Da ist nämlich heute Morgen ein kleiner Unfall passiert. Unfall.
Aber ja. Und zwar sind es einmal eine Wippe und unsere elektrische Schaukel. Ich kann beides zu 100% weiterempfehlen und sagen, diese Anschaffungen lohnen sich definitiv. So, das ist das, wo ich gerade sagte, da kann ich euch das nur nackig zeigen, weil es gab eine kleine Windellox-Explosion heute Morgen, während Emin in der Wippe saß. Deswegen ist der Bezug jetzt in der Wäsche. Aber das ist eigentlich eine Wippe von Babybjörn. Und da sitzt erstens Emin sehr, sehr gerne drin. Zweitens hat sie den Vorteil, dass die Kinder, wenn die da drin sitzen, sich selber wippen können, indem sie mit den Füßen halt ein bisschen strampeln. Das hat Emin noch nicht rausgefunden, dass er das selber kann, aber ich warte nur auf den Tag, an dem er es rausfindet und dann fröhlich vor sich hin wippt. Also ich habe gehört, dass Babys, wenn sie das rausgefunden haben, da tierischen Spaß drin haben. Deswegen wollte ich auch unbedingt diese Wippe haben von Babybjörn. Und ich nutze die zum Beispiel, wenn ich duschen gehe, stelle ich die ins Bad und stelle ihm einen Spielbogen davor und ich kann ganz entspannt und in Ruhe duschen. Ich stelle die Wippe in die Küche, wenn ich Essen mache und ich gebe ihm was zu spielen in die Hand und ich kann ganz in Ruhe kochen mittlerweile. Das geht jetzt alles dank dieser Wippe. Also da bin ich wirklich ein sehr großer Fan von. Genauso wie von unserer wunderschönen, ich mache das mal hoch hier, wunderschönen Schaukel, die elektrisch ist. Und ganz am Anfang, während der Schwangerschaft, habe ich gedacht, so ein Quatsch, das brauchen wir nicht. Dann hatten wir aber ein Baby, das tagsüber einfach nicht schläft. Emin schläft tagsüber nach wie vor sehr, sehr ungern und wenn, hat er sich dabei nie ablegen lassen. Ich habe dann irgendwann rausgefunden, dass ich ihn, wenn ich ihn schlafend, also wenn er im Arm eingeschlafen ist und ich ihn schlafend in den Stubenwagen lege, der auch so eine Wiegefunktion hat und ich dann ganz, ganz schnell also nicht ganz, ganz schnell, aber sondern sofort halt händisch den Wagen hin und her wiege, dass er dann einschläft und also weiter schläft. Und beim Hinlegen nämlich nicht aufwacht. Aber das geht auf Dauer natürlich auch ziemlich in die Arme, denn sobald ich aufgehört habe zu schaukeln oder zu wiegen, ist er aufgewacht. Und dann war das, okay, wir probieren das jetzt mal aus. Wir kaufen so eine Schaukel, so eine elektrische Schaukel und gucken, ob er es mag und ob er drin schläft. Und siehe da, es hat funktioniert. Er liebt dieses Ding, er sitzt immer noch total gerne drin. Er schläft sehr selten drin, muss man sagen, aber er sitzt teilweise eine halbe Stunde am Stück da drin und schaukelt fröhlich vor sich hin. Mittlerweile kann er greifen und Spielzeug halten, wenn man ihm was in die Hand gibt. Dann ist er da echt lang zufrieden drin und das ist Gold wert, das Teil. Wir haben dieses Modell hier von Joey gewählt. Das haben wir übrigens auch nicht neu besorgt, sondern wir haben das gebraucht bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Das auch nochmal so als kleiner Tipp. Da findet ihr einfach solche Sachen auch zu einem super Preis. Und das Tolle an der ist halt, dass die einmal so rumwippen kann. Man kann das Ganze aber auch drehen und wenn er dann sitzt, kann er auch so von vorne nach hinten schaukeln. Ja, und dann hat das Teil auch noch verschiedene Schaukelintensitäten, also verschiedene Geschwindigkeiten, verschiedene Lieder, die man anmachen kann, verschiedene Naturgeräusche oder so weißes Rauschen kann man anmachen und ein Nachtlicht hat das Ding auch noch, das haben wir noch nie benutzt, also das hier kann leuchten. Aber insgesamt hat sich einfach diese Anschaffung mehr als gelohnt, deswegen das ein definitiv Top-Produkt. Weiteres Top-Produkt war für uns ist für uns die Babytrage. Für mich war von Anfang an klar, dass ich ihn noch gerne in der Trage transportieren möchte. Ich habe schon mal in einem anderen Video darüber geredet, das verlinke ich euch auf jeden Fall, zum Thema Babytrage, da wir nämlich erst eine besorgt hatten, noch während der Schwangerschaft und ich bin damit hinterher dann tatsächlich nicht gut zurechtgekommen. Wir hatten erst eine von Ergobaby besorgt und die mochte ich aber nicht gerne, weil ich die aus verschiedenen Gründen, ich konnte sie zum Beispiel alleine nicht anlegen und habe dann eine andere gekauft und zwar habe ich da wirklich so eine Trageberatung gemacht. Es gibt in Laden in Köln einen Laden, der sich auf das Tragen spezialisiert hat. Da bekommt man auch andere Sachen wie Babykleidung, aber man bekommt auch sämtliche Tragen und man kann da einfach vorbeigehen ohne Termin und da eine Trageberatung machen. Und das habe ich gemacht und fand das total toll. Ich habe verschiedene Tragen ausprobiert, auch verschiedene mit Emin drin. Das ist gerade die Beschwerde, dass er auf dem Bauch liegt und nicht mehr kann.
Und so habe ich dann schließlich unsere jetzige Trage gefunden. Das ist eine von Bondolino und die mag ich sehr gerne. Das ist so ein Kombigerät aus, also halb Schnalle, also halb Schnall, Gerät ist das falsche Wort, halb Schnalltrage, halb Tuch. Also es ist zum Teil zum Binden, zum Teil aber wird auch einfach um den Bauch rum so eine große, ja, ist eine große Schnalle, beziehungsweise beim Bondolino ist das ein großer Klettverschluss, keine Schnalle. Und damit fahre ich wirklich sehr gut. Also den mag ich sehr gerne, die Trage. Ich habe keine Rückenschmerzen, das ist angenehm. Emin mag sie gerne, er schläft in der Regel ziemlich schnell drin ein. Deswegen das definitiv top. Und meine Empfehlung ist, kauft nichts in der Schwangerschaft. Wartet, wenn ihr eine Trage haben möchtet, wartet noch, bis das Kind ein bisschen, ja, ein paar Wochen alt ist und macht dann wirklich so eine Trageberatung. Kommen wir zu den kleineren Anschaffungen. Und zwar ist das einmal... So banal das klingt, ja, aber eine Schnullerkette. Weil ich weiß nicht am Anfang, wie oft uns die Schnuller runtergefallen sind. Und ganz am Anfang ist man da auch wirklich noch, oder so ging es uns zumindest, ist man da auch noch so penibel. Und sobald ein Schnuller auch nur irgendwie was anderes berührt hat, kam er mir nicht mehr in Emins Mund, sondern wurde dann sofort wieder sterilisiert. Und die Dinger fallen einfach ständig aus dem Mund, wenn man ihn trägt, oder, ne? Und deswegen hat sich da die Schnullerkette auch sehr bewährt. Wir haben diese hier zum Beispiel zur Geburt geschenkt bekommen, die finde ich ganz niedlich. Ja, deswegen wollte ich das auch nochmal erwähnen. Schnullerkette lohnt sich definitiv, wenn ihr nicht alle 5 Minuten einen Schnuller auskochen wollt. Ein weiteres definitives Muss für uns waren diese zwei Sachen, nämlich einmal ein Wärmekissen. Auch dieses hier haben wir zur Geburt geschenkt bekommen mit Emins Namen drauf, und das Babybäuchleinöl von Weleda. Denn es ist sicher nichts Neues, dass Babys am Anfang schon mal gerne mit Bauchweh zu kämpfen haben. Oder so sagt man vermutet es zumindest. Und bei Emin war das schon sehr stark, also hatte immer sehr, sehr viele Blähungen, viel Bauchweh. Und da waren diese zwei Sachen wirklich mit die Retter in der Not. Ich habe ihm sehr häufig das Wärmekissen in der Mikrowelle warm gemacht und aufs Bäuchlein gelegt. Und mit dem Babybäuchleinöl hier habe ich ihm also täglich regelmäßig das Bäuchlein massiert, vor allem abends vorm Schlafengehen, damit er besser einschlafen konnte. Und er hatte ja halt wirklich auch abends diese Schreistunden, wo man sagt, das kommt auch vom Bauchweh her, und da waren diese zwei Sachen wirklich die Retter und haben uns sehr geholfen. Das Bäuchleinöl, das bekommt ihr übrigens bei DM. So, und dieser kleine Freund hat sich auch sehr bewährt bei uns. Und zwar ist das unser Nachtlicht. Das habe ich bei Amazon gekauft für ja einen sehr geringen Preis. Und ich fand das einfach total niedlich, einmal als Deko, aber es ist einfach wirklich auch super praktisch. Dieser Eisbär hier, der kann einmal halt normal gelbes Licht, und dann kann man, wenn man mehrmals drückt, man sieht es nicht, also auch noch verschiedene Farben machen. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt für nutzen, nur das gelbe Licht, oder wechselt dann noch irgendwann von alleine. So, jetzt ist er wieder aus. Ich habe den am Anfang immer zum Stillen genutzt. Also ich habe das nachts angemacht, um zu stillen. Am Anfang brauchte ich noch unbedingt ein Licht. Mittlerweile kriege ich das auch so im Halbdunkeln oder im Dunkeln hin. Ich glaube, da muss gleich jemand seinen Mittagsschlaf machen. Genau, nachts zum Stillen, und mittlerweile mache ich das nachts an, stelle das so in den Flur, wenn wir Emin ins Bett gelegt haben, damit er falls er wach wird, so ganz, ganz leichtes Licht hat, ohne dass wir das Licht im Flur die ganze Zeit anlassen müssen. Ja, deswegen Nachtlicht finde ich halt auch mega praktisch. So, Emin ist jetzt im Bett und macht seinen Mittagsschlaf. Und ich komme jetzt zum letzten Top-Produkt für uns. Das kann ich euch nicht sagen, denn es ist im Auto. Und zwar ist das ein Spiegel fürs Auto. Hat sich auch bei uns sehr bewährt, vor allem wenn ich mit Emin alleine unterwegs war. Eine Zeit lang hat er immer sehr, sehr, sehr viel geschrien im Auto beim Fahren. Und wenn ich alleine war, dann hat, beunruhigt einen das ja doch so ein bisschen, und ich war sehr erleichtert, dass ich ihn dann wenigstens sehen konnte, nämlich indem ich in den Rückspiegel gucke, dann konnte ich ihn über den Spiegel sehen, der an der Kopfstütze gegenüber von seinem Sitz befestigt war. Aber manchmal war das dann nämlich so bei der Fahrt, er hat geschrien wie am Spieß und plötzlich von einer Sekunde auf die andere war Ruhe. Also da auf einmal vorbei.
Und das waren dann immer so Momente, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, ist jetzt was passiert? Oder ist er einfach nur von einer Sekunde auf die andere eingepennt? Und dann konnte ich einmal kurz in den Spiegel gucken und habe gesehen, okay, er atmet noch, er schläft nur und konnte beruhigt weiterfahren. Und das waren auch schon die Top-Produkte bei uns. Flop-Produkte haben wir so ein paar, aber wirklich nicht viel, eben weil wir uns sehr viel informiert haben. Wir haben uns viel Zeit genommen, um uns Videos anzugucken und Blogposts zu lesen und Artikel zu lesen im Internet, was sich lohnt an Erstausstattung und was nicht. Ich habe einfach wirklich so die Sachen erwähnt, die für uns wirklich Gold wert waren, die uns sehr, sehr viel gebracht haben und die vielleicht auch eigentlich selbstverständlich sind, die ich aber trotzdem nochmal gesondert herauspicken wollte oder nennen wollte, wenn sie uns besonders gut gefallen haben. Kommen wir zu den Flop-Produkten. Das erste ist eine sehr persönliche Präferenz, aber ich muss sagen, dass ich mit Stillkissen zum Stillen überhaupt nicht zurechtkomme. Ich habe zwei. Also ich habe mir eins in der Schwangerschaft besorgt. Das ist ein großes von Terraline. Das habt ihr auch in meinem Video zum Thema Schwangerschafts-Essentials gesehen. Und ja, in der Schwangerschaft war das wirklich Gold wert, das Kissen. Aber zum Stillen konnte ich es nicht nutzen. So sieht es aus. Also es ist so ein ganz basic Stillkissen. Eins von den großen von Terraline. Wie gesagt, ich habe das auch über Amazon gekauft. Ja, in der Schwangerschaft Gold wert. Zum Stillen war das für mich mega unpraktisch, weil es mir einfach zu groß war. Also es war einfach so viel Kissen und ich wusste nie, wohin damit. Es war einfach unpraktisch. Es hat mich immer gestört. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, okay, vielleicht ist es zu groß. Ich kaufe ein kleineres. Und habe dann dieses hier besorgt. Das ist, meine ich, ebenfalls von Terraline. Ja, das ist ebenfalls von Terraline. Das ist einfach kleiner und hat so eine Mondform. Und dachte ich, das ist viel besser, weil da steht hinten nicht so viel über. Wenn ich mir das so an den Bauch lege und dann das Kind da drauf, dann habe ich hinten nicht so viel, was mich dann einfach stört. Aber ich muss sagen, auch damit kam ich nicht zurecht. Meine Hebamme hat mir dann einfach mal ein normales, längeres Kissen hingelegt. Aber auch damit, wenn ich es damit versucht habe, es hat nicht funktioniert. Es war einfach nichts für mich. Ich habe festgestellt, ich brauche kein Stillkissen. Für mich klappt es am besten, wenn ich ihn einfach so im Wiegegriff halte und dann stille. Also deswegen waren Stillkissen jetzt für das reine Stillen auch wirklich nichts für mich. Ich muss sagen, dieses zweite Kissen von Terraline, das ich gekauft habe, dieses kleinere, das ist sehr, sehr kuschelig und ich schlafe damit ganz gerne mittlerweile. Das kann man sich auch so schön in den Rücken machen. Das nimmt nämlich so schön, viel besser als das andere, so schön die Form an. Also das kann man sich so richtig schön gemütlich zurechtknautschen, was bei dem anderen irgendwie nicht so wirklich der Fall ist. Also das kleinere mag ich noch einen Tacken lieber, das ist nämlich gemütlicher und ich schlafe da, wie gesagt, ich schlafe da ganz gerne drauf mittlerweile. Und ich habe es eben schon mal kurz erwähnt, dass ich auch noch was zum Thema Stillen in der Nacht sagen wollte und das ist nämlich ein weiteres, in Anführungszeichen, Flop-Produkt. Thema Stillsessel. Ich habe mir einen Sessel ins Kinderzimmer gestellt, weil ich gedacht habe, ja, nachts, dann gehe ich darüber. Es ist halt direkt an der Wickelkommode und dann kann ich Emin nachts stillen in dem Sessel. So wacht Bedes nicht auf und dann kann ich Emin dann direkt an der Wickelkommode wickeln. Ich habe das, glaube ich, 2 oder 3 Mal gemacht. Dann habe ich damit aufgehört. Weil es Aufstehen nachts, rübergehen ins Kinderzimmer, in den Sessel setzen, dann Emin stillen, dann schläft er dabei ein, dann wieder rübergehen, ins Bett legen, dann wacht er dabei wieder auf und dann ist er wach und dann schläft er nicht mehr ein. Das hat mich richtig wach gemacht in der Nacht und Emin richtig wach gemacht in der Nacht, sodass er danach Probleme hatte einzuschlafen. Ich war total gerädert am nächsten Morgen. Na klar, am Anfang ist man gerädert, weil es ist eine Umstellung, man schläft einfach weniger, man muss nachts aufstehen oder man wird nachts wach. Aber dann dieses richtige Aufstehen in der Nacht, das habe ich dann sein gelassen und seitdem bin ich morgens auch wirklich ausgeruhter, obwohl ich trotzdem ja ihn genauso stille wie vorher auch. Und auch sonst so am Tag setze ich mich nicht in den Sessel und stille ihn da. Also ich mache das auf dem Sofa, im Wohnzimmer oder im Bett, je nachdem, wo ich gerade bin, wo es mir gerade gemütlich ist. Und ich finde das so einfach, ja, einfach viel praktischer und viel gemütlicher, als mich extra in den Sessel zu setzen. Und das allerletzte, also das war für uns wirklich ein richtiges Flop-Produkt. Und da muss ich sagen, das kann ich auch nicht weiterempfehlen. Wir haben es gekauft und wir haben es nie benutzt. Wir haben es aus der Verpackung genommen und seitdem liegt es im Kinderzimmer rum. Und zwar ist das dieses schicke Teil hier. Es heißt Coco Belt. Und ich weiß, dass ich da in einem Video noch während der Schwangerschaft schon mal drüber geredet habe und gesagt habe, ja, total toll, wir haben uns das gekauft und voll praktisch.
Wir haben es, wie gesagt, wir haben es nicht einmal benutzt. Das Ganze ist nämlich so ein Gurt, der so aussieht, sieht natürlich auch total schick aus. Gibt es natürlich auch verschiedene Designs. An diesen Gurt macht man sich an den Kindersitz, an die Autoschale. Und damit ist er nämlich leichter zu tragen, weil sich das Gewicht so auf die Schulter verteilt. Also man trägt den auf der Schulter und nicht am Arm oder in der Hand. Wir haben das gekauft, weil unser Kindersitz, habe ich ja eben schon was zu erzählt, sehr, sehr schwer ist. Das fiel uns im Laden halt auf und das war auch so ein Grund, weswegen wir überlegt haben, okay, wollen wir wirklich den kaufen, der super schwer ist. Und dann hat uns der Verkäufer aber gesagt, ja, aber wisst ihr was, dafür gibt es halt dieses Coco-Belt-Ding und dann haben wir das gekauft. Wir haben das nämlich ausprobiert und gemerkt, okay, damit ist der Autositz wirklich viel leichter. Also es lässt sich wirklich einfacher transportieren. Letztendlich handhaben wir das aber so, wir tragen den Autositz eigentlich gar nicht an der Hand hin und her. Wir haben den erstens immer im Auto stehen. Jetzt wird hier gebohrt. Ernsthaft, das Kind schläft. Auch wenn wir, von zu Hause aus, wenn wir zu Hause ankommen, wir nehmen nicht den Kindersitz aus dem Auto, tragen den in die Wohnung und umgekehrt von der Wohnung zum Auto, weil erstens ist der Sitz zu schwer, zweitens steht er dann hier in der Wohnung im Weg rum. Und warum? Man kann das, also wir nehmen Emin raus und tragen ihn so in die Wohnung und auch wieder nach unten. Und wenn wir diesen Kindersitz mal transportieren müssen, dann auch nur auf dem Gestell vom Kinderwagen, weil das ist, also wird da gerollt oder beim Einkaufen gibt es natürlich auch Einkaufswagen, wo man die Kinderschale, die Babyschale extra oben drauf stellen kann. Oder wir nutzen es so. Da muss man den Sitz mal kurz entweder vom Auto zu den Einkaufswagen tragen. Ernsthaft jetzt? Fazit, wir nutzen das Teil nicht. Ich sitze gerade hier und schneide dieses Video, das ihr jetzt gerade schaut, und mir ist aufgefallen, es gibt überhaupt keinen Schluss. Es ist ein sehr abruptes Ende. Und da dachte ich, ich schnapp mir doch einmal noch mal ganz kurz die Kamera und sage ein paar Worte zum Abschied. Denn so abrupt möchte ich das Video dann doch nicht enden lassen. Es war so, dass Emin dann wach war und ich mich einfach nicht weiter um das Video kümmern konnte. Aber es waren auch sowieso alle Produkte, die ich nennen wollte, abgehakt. Und ja, wir haben mehr Tops als Flops, also wir hatten, wie gesagt, wirklich nicht besonders viele Flops und ja, darüber bin ich auch sehr zufrieden, dass wir nicht großartig Sachen umsonst gekauft haben. Und meine Empfehlung generell wäre einfach bei manchen Anschaffungen erstmal zu warten, bis das Kind da ist, ob man sie wirklich braucht, so wie wir das zum Beispiel mit der elektrischen Schaukel gemacht haben. Wir haben festgestellt, okay, es ist ein Versuch wert. Emin oder uns könnte dadurch der Alltag erleichtert werden und Emin könnte viel Freude daran haben, sodass wir wirklich einen Nutzen daraus haben. Und so haben wir sie dann gekauft und probiert und ja, er mag sie sehr gerne zum Glück, sodass sich dieser Kauf oder diese Investition auf jeden Fall gelohnt hat. Trotzdem wollte ich aber auch nochmal fragen, wenn ihr selber Kinder oder Babys habt, was so eure absoluten Empfehlungen wären, Produkte, die euch sehr, sehr unterstützt und geholfen haben, die ich jetzt aber nicht genannt habe. Da ja, bin ich auf jeden Fall sehr neugierig, was für euch einfach den Alltag um vieles erleichtert hat, was ich mir jetzt vielleicht auch noch irgendwie mal genauer anschauen könnte, was mir vielleicht auch noch bei manchen Sachen helfen könnte. Deswegen schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Und dann laber ich jetzt aber nicht weiter, weil das Video ist schon unfassbar lang geworden. Also Hut ab, wenn ihr das überhaupt ganz geschaut habt. Es sollte überhaupt nicht so lang werden. Ich bin irgendwie, ja, ein bisschen weit ausgeholt teilweise und wirklich sehr viel geredet. Aber naja, so ist es halt. Ich hoffe, wenn das Thema für euch interessant ist, dass das Video euch trotzdem gefallen hat und verabschiede mich mit dem Üblichen. Ich freue mich sehr über einen Daumen nach oben, wenn das der Fall ist. Und ja, natürlich freue ich mich auch immer sehr über ein Abo, weil mir das sehr hilft, wenn ihr mich so unterstützt. Und sage dann jetzt aber erstmal bis zum nächsten Video und ich freue mich sehr, wenn ihr dann wieder dabei seid. Dann gibt es auch wieder einen eher Day in the Life Vlog sozusagen, einfach, dass ihr mich so ein bisschen mehr in meinem Alltag begleitet. Das war jetzt ja ein sehr informatives Video und alles mehr zu einem Thema. Und das wird beim nächsten Video nicht mehr so sein. Deswegen freue ich mich, wenn ihr auch da dann vorbeischaut und sage aber bis dann und tschüss.